Heute werden wir das BTS BE Essential Album selber bauen. Die Vorlage findet ihr unter dem Link in der Infobox. Zuerst fangen wir mit dem Fotobook an und dazu müsst ihr die Vorlage ausschneiden und Kleber an den Enden der Vorlage befestigen, um die jeweiligen Teile des Fotobooks zu verbinden. Wenn ihr wollt, könnt ihr Klebeband benutzen, damit euer Fotobook glänzt. Ich denke, dass ich nicht genau darauf eingehen muss, wie man das Fotobook faltet. Es ist relativ selbsterklärend. Jetzt geht es mit der CD weiter. Die Vorlage der CD müsst ihr ausschneiden. Alle Teile der CD müsst ihr mit Karton ein wenig dicker machen. Dann schneidet ihr mit einem Messer einen Kreis für die CD. Jetzt müssen wir das Loch der CD machen. Auf der Vorlage seht ihr einen Punkt, der vorgibt, wo ihr einstechen müsst. Die verschiedenen Teile müsst ihr jetzt aufeinander kleben. Wenn ihr fertig seid, sollte es in etwa so aussehen. Jetzt machen wir mit den Fotocards weiter. Für die Fotocards benötigt ihr ein Stück Karton, auf dem ihr die Vorlage aufklebt. Mit einem Stück Klebeband könnt ihr den Fotocards einen Glanzeffekt hinzufügen. Für die Rückseite der Fotocards nehmt ihr den anderen Teil der Vorlage. Die Rückseiten müsst ihr einfach nur ausschneiden und aufkleben. Achtet dabei auf das Format der Schrift, denn es kann sein, dass ihr vielleicht nicht aufpasst und das Format der Schrift nicht mit dem Format des Bildes passt. Also achtet darauf. Wir machen jetzt mit dem Photocard Holder weiter, und zwar diesem Weavers Gift. Und dazu müsst ihr die Vorlage ausschneiden und in der Mitte falten. Und ich habe jetzt ein Stück mattes Klebeband aufgeklebt, damit es schöner aussieht, aber ihr könnt es auch so lassen, wenn ihr wollt.
Hier könnt ihr sehen, wie es ungefähr aussieht, wenn ihr die Weavers Gift Photocard in die Photocard Holder reinmacht. Und jetzt benutze ich ein Stück Klebeband, um die Seiten zu schließen. Jetzt könnt ihr die Photocard ganz einfach reinstecken. Wir machen jetzt mit der Verpackung des Albums weiter und dazu schneidet ihr die Vorlage ganz einfach aus und klebt sie wie immer auf ein Stück Karton. Hierzu benutze ich einen weißen Bastelkarton. Wenn ihr fertig seid, müsst ihr jetzt das Album falten. Das geht ganz einfach, hier könnt ihr sehen, wo ihr falten müsst. Nachdem ihr es gefaltet habt, sollte es in etwa so aussehen. Jetzt könnt ihr einen Umschlag bauen, der speziell für die Fotocards geeignet ist, damit sie später nicht rausfallen. Jetzt müsst ihr mit Kleber nur noch die Seiten zusammenkleben. Dann habt ihr schon einen kleinen Umschlag, in dem ihr all eure Fotocards bewahren könnt, die zu dem Album gehören. Dann ist euer Album fertig. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen.